herzlich willkommen zu einem gehäkelten Alphabet in der Overlay-Häkeltechnik. Mit den Buchstaben des gehäkelten Alphabets kannst du deinen ganz eigenen Schriftzug oder dein ganz persönliches Statement in viele Projekte in der Overlay-Häkeltechnik einfügen. Ich habe den Schriftzug in die Tasche Evelyn eingehäkelt. Oder hier habe ich als individuelle Manschetten, als Servietten oder Besteckringe gemacht, zum Beispiel als Initialen für eine festliche Tafel oder ähnliches. Ein Schriftzug für ein Tuch ist in Arbeit. Je nach Projekt ist es nötig, die Buchstaben von unten nach oben zu häkeln oder von oben nach unten. Deshalb habe ich beide Möglichkeiten in die ausführliche Anleitung gepackt. In der Kaufanleitung sind die grafischen als auch die ausgeschriebenen Häkelschriften enthalten. Ich füge euch die Links der Kaufanleitungen für die Tasche Evelyn, für das gehäkelte Tuch Evelyn und natürlich für das gehäkelte Alphabet in die Videobeschreibung hier unter das Video. Ich häkle die meisten Projekte mit der Twister Solid oder Twister Verlauf von Hobby oder auch hier mit den Friends Wheels. Beide Garne gibt es in vielen tollen Farben und ich finde, meines Erachtens ergibt das die besten Ergebnisse. Ich habe eine Partnerschaft mit Hobby. Nutzt ihr den Link zur Wolle in der Videobeschreibung hier unter dem Video, erhalte ich eine kleine Provision. Vielen Dank für eure Unterstützung. Mit einer Ausnahme ist jeder Buchstabe 10 Maschen breit. Plane bei einem Schriftzug den jeweiligen Abstand von 2 Maschen zwischen den Buchstaben und 4 oder 5 Maschen zwischen einzelnen Wörtern ein. Jeder Buchstabe geht über 20 Reihen. Und wobei hier ein Abstand nach oben und nach unten, umgekehrt nach unten und nach oben, schon eingerechnet ist. In der Overlay-Häkeltechnik gibt es nur Hinreihen, also muss nach jeder Reihe der Faden abgeschnitten werden oder du häkelst in Runden. Solange in der Technik nichts anderes angegeben ist, werden feste Maschen in das hintere Maschenglied der Vorreihe gehäkelt, Stäbchen werden in das freie vordere Maschenglied der Vorreihe gehäkelt. Ich zeige immer nur die 10 Maschen des Buchstabens. Wir häkeln den Buchstaben von unten nach oben. Diese und die andere Variante findest du natürlich in der ausführlichen Kaufanleitung. Für die Twister Solid oder Verlauf verwende ich eine Häkelnadel der Stärke 2,5 mm. Und jetzt geht's los. Heute häkeln wir den Buchstaben S. Reihe 1 wird gehäkelt mit 10 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Farbwechsel und die Reihe 2 wird gehäkelt mit 10 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Damit ihr den Bereich der 10 Maschen besser erkennen könnt, über den der jeweilige Buchstabe gehäkelt wird, habe ich euch das Ganze jetzt mit 2 Maschenmarkierern gekennzeichnet in der ersten und der 10. Masche. Dann machen wir einen Farbwechsel und weiter geht es mit der Reihe 3 und hier sind es 10 feste Maschen. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Farbwechsel und weiter mit der Reihe 4 und da sind es jetzt ein Stäbchen, 8 feste Maschen, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und ein Stäbchen. Farbwechsel und die Reihe 5 und da ist es jetzt eine feste Masche, 8 Stäbchen, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und eine feste Masche. Farbwechsel und die Reihe 6, die ist wieder ganz einfach mit 10 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Farbwechsel und die Reihe 7. Hier sind es jetzt 2 Stäbchen und 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Farbwechsel und weiter mit der Reihe 8. Hier sind es jetzt 2 feste Maschen und 8 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Farbwechsel und weiter mit der Reihe 9. Hier sind es jetzt wieder 2 Stäbchen. 1, 2 und 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Farbwechsel und weiter mit der Reihe 10. Hier sind es jetzt 9 feste Maschen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 und ein Stäbchen. Farbwechsel und die Reihe 11. Hier ist es jetzt eine feste Masche, 8 Stäbchen. Mache ich nochmal, das war zu locker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und eine feste Masche. Farbwechsel und die Reihe 12.
Hier ist es jetzt ein Stäbchen. Und 9 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Farbwechsel und weiter mit der Reihe 13. Hier sind es jetzt 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und 2 Stäbchen. Farbwechsel und Reihe 14. Hier sind es jetzt 8 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und 2 feste Maschen. 1 und 2. Farbwechsel und weiter geht es mit der Reihe 15. Hier sind es jetzt 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und 2 Stäbchen. Farbwechsel und weiter mit Reihe 16, die ist wieder ganz einfach, denn hier werden einfach nur 10 feste Maschen gehäkelt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Farbwechsel und weiter mit der Reihe 17. Hier wird gehäkelt eine feste Masche, 8 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und eine feste Masche. Farbwechsel und weiter mit der Reihe 18. Hier ist es jetzt ein Stäbchen, 8 feste Maschen, 5, 6, 7 und 8 und ein Stäbchen. Die Reihe 19 ist wieder ganz einfach. Sie wird gehäkelt, natürlich erst der Farbwechsel. Sie wird gehäkelt mit 10 festen Maschen. Und noch eine. So. Ein letztes Mal Farbwechsel und die letzte Reihe, die Reihe 20 und auch wieder ganz einfach mit 10 Stäbchen zum Abschluss. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 und 10. Das war der Buchstabe S in unserem Häkelalphabet in der Overlay-Technik. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like und einen Daumen hoch da. Verpasst keine weiteren Videos, abonniert am besten meinen Kanal. Da freue ich mich sehr drüber. Habt ihr Kritik oder Anregungen, schreibt mir das hier unten in die Kommentarbox hinein. Und alle Links zur Wolle und so weiter habe ich ja zu Anfang des Videos schon erwähnt. Findet ihr ebenfalls hier unten in der Infobox zu diesem Video. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Bis bald. Tschüss.